Hi, my name is Vlad Sadariu. I'm from NSKN Legendary Games and I'm a friend of Klickenabend. Hallo Klickenabendler, wir sind immer noch bei NSKN Legendary Games und wir schauen uns jetzt die dritte Neuheit an, das ist ein Kartenspiel. So we are now going to explain the third game, which we all film here this year, and it's a card game. Yes, it's a card game. It's meant to be played at a party by all the people at the party. You don't have to be a hardcore board gamer to play it. And it's meant to be very fun and fast. So for how many players is it then? It's for 2 to 8 players. Okay. But the only reason to limit it at 8 players is that then it takes a longer time to wait for your turn. You can play it in how many you want. Also es ist ein einfaches Spiel, ein Partyspiel, so wie er sagt. Es ist für 2 bis 8 Personen. Aber man kann es auch mit mehr Leuten noch spielen und dann dauert es natürlich länger. Ist aber sehr fluffig, sehr schnell. Schauen wir uns das mal an. Alright, it has got a Wild Wild West theme. It's a Wild Fun West theme. Oh yeah, Wild Fun West, yeah, sure. So we are all in the West during the glory period of the West, and we need to build a city. Okay. There's 6 characters laid out on the table: Calamity Jane, Doc Holliday, Buffalo Bill. Each character has a hidden objective regarding the city that needs to be built. Wir sind alle in einer Westernstadt und wir sind alle im Western und versuchen eine Stadt zu bauen. Es gibt die bekannten Charaktere und jeder hat eine spezielle Objektauftragskarte, die er geheim hält und die muss er erfüllen, damit die Stadt gebaut wird. The hidden objective specifies a number of buildings that this character wants to build in order to win the game. Diese Karten, die da verdeckt liegen, die zeigen Gebäude und wenn man die Gebäude gebaut hat, dann ist die Stadt gebaut. So one of the buildings that Calamity Jane wants would be the bank. Also eines der Gebäude, die Calamity Jane braucht, ist zum Beispiel die Bank, die hier ausliegt. To build these buildings, the characters need money. Sure. To get the money, they have a fixed income of 3 units, but they also can use professions to get additional income. Um diese Gebäude zu bauen, braucht man natürlich Geld. Jeder Charakter kriegt 3 Grundeinkommen, wie man hier sieht. Das ist bei jedem aufgedruckt. Zusätzlich kann man sein Grundeinkommen erhöhen, indem man Karten nebenher auslegt, indem man mehr Geld bekommt, weil man gewisse Berufe übernimmt oder gewisse Leute hat, die für einen arbeiten. Besides providing some income, the professions also affect the income of the player to the left. Besides providing income to the player, you also affect the player to the left in a positive or negative way. Okay, that's error here. Okay, also nebendran, wo man Einkommen erhält, das ist diese Zahl hier, hat man auch noch einen Einfluss auf den anderen Spieler links neben einem. Hier zum Beispiel -3 auf das Einkommen von den links neben mir und da 2 auf links neben mir. Das hat er jetzt noch nicht so detailreich erklärt, da gehen wir jetzt gleich garantiert drauf ein. So you can, for example, give a lot of income to the player to the left. This is a +3. Okay. Or you can reduce the income of a lot. This is a -2. Okay, also dann habe ich es richtig erklärt. Wenn da eine Minuszahl steht, dann reduziere ich das vom linken Nachbar. Wenn eine Plus da steht, dann kriegt er mehr Geld. The player to the left does not have a direct way to retaliate against this, because he can only affect the income of the player to his left. Der Spieler, den ich damit beschädige oder was Gutes tue, ist ja links von mir. Der kann dagegen eigentlich nichts ausrichten, weil alle Sachen, die er macht, betreffen wiederum seinen linken Spieler. So if Calamity Jane is reducing the income of Bill McDonald, then Bill needs to convince Doc to do something bad to Calamity Jane. Okay, das heißt, wenn ich jetzt gerade Bill schade hier mit wenig Einkommen, dann muss er, der Spieler, der Bill spielt, mit Doc Holliday reden, damit Doc Holliday mir wiederum schadet. So this creates a lot of interactions between the players. Yeah, sure. Das sorgt natürlich für sehr viel Interaktion. In addition, the professions interact with each other. Hinzu kommt noch, dass die einzelnen Berufe hier unten, die Karten auch noch zusammen interagieren. You get bonus income if other professions are on the table. The judge gets an additional income if there's a sheriff or a marshal. Yeah. You get additional income if other professions are not on the table. Yeah. The illusionist gets 1 additional if there's no school marm
Okay. Also, wie man hier sieht, hier unten, da gibt es extra noch Geld. Wenn in dem Fall hier das Rote, wenn dieser Charakter nicht auf dem Tisch liegt, gibt es nochmal ein extra Geld. Und wenn der Charakter auf dem Tisch liegt, dann gibt es nochmal 2 extra Geld. Additionally, a profession can forbid another profession. So the illusionist forbids the judge. Ah, okay, one more. Okay, sorry. Es gibt noch ein drittes hinzu. Hier unten steht Richter, Judge. Das heißt, wenn diese Karte ausliegt, kann keiner den Richter ausspielen. So let's show how this happens. Let's assume Bill McDonald has the telegraph operator. Jetzt machen wir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, er hat den Telegraphen. And then when Bill McDonald plays the illusionist, which is reducing the income of An, dann spielt er den Illusionisten aus, der reduziert das Einkommen von dem Spieler. An now plays the Undertaker, and the Undertaker forbids the telegraph operator, so Bill McDonald needs to take the telegraph operator away, losing the income. Okay. Dann legt er eine Karte aus und der Telegraphenspieler muss aus dem Spiel genommen werden, weil die Karte das sagt, und dann verliert er selbst Einkommen. So this further increases the interaction between the cards. Of course, now there's a card that forbids the Undertaker, and if the Undertaker is forbidden, the telegraph operator can be placed back. Okay. Und das sorgt natürlich für sehr viel Interaktion, und natürlich gibt es auch eine Karte, die wiederum den Totengräber deaktiviert. Somit sorgt das Ganze natürlich für sehr, sehr viel Interaktion. Sollte der Totengräber deaktiviert werden, kann ich natürlich den wieder zurücklegen. So far a lot of interaction between the players. Yes. The way the game works is actually pretty simple. There's only 3 things you do. Soweit zu den Regeln des Spiels und zu der Interaktion. Es gibt nur 3 Sachen, die man macht, wenn man am Zug ist, die er uns jetzt erklärt. First, you get money. Example, Calamity Jane gets 3, plus 3, 6, plus 2, 8, plus 2, 10, plus 1, 11. Okay. Als erstes kriegt man Einkommen, und zwar das, was bei einem liegt, was hier auf den Karten ist, plus das, was bei den Nachbarkarten steht. Sie kriegt jetzt 11. Then, one by one, 3 profession cards are revealed and players bid on them. Dann werden 3 Karten aufgedeckt nacheinander und die Spieler bieten auf diese. The bid can be closed or open. Da steht auf den Karten drauf, ob verdeckt oder offen geboten wird. A closed bid means that each player secretly chooses an amount to bid. All players reveal it at the same time and all players pay, but the highest bidder gets the card. Eine verschlossene Versteigerung ist so, dass man das Geld in die Hand nimmt die Faust hoch. Wer das meiste geboten hat, kriegt die Karte, aber alle Leute müssen das Geld, was sie geboten haben, ausgeben. An open bid means that starting with the first player, there's a card for it. Each 1, 2, 4. So each player gets the option to bid or to pass. They always need to bid a higher number, and even if they pass, they can get back into the game again. Okay. And it goes on until all of them pass in sequence. Okay. Und eine offene Wette fängt mit dem Spieler links von mir an. Der bietet eine Zahl, die anderen müssen dann höher bieten oder passen. Auch die, die gepasst haben, können jederzeit wieder reinkommen. Wer am meisten geboten hat, der kriegt die Karte und zahlt. Okay. That was the second thing, getting professions. Professions are then kept in the hand of the player, and that's die zweite Phase. 2 of them can be used on the table to get income and influence the other players. Okay, und dann kann ich, I can play 2 of them. At any time, yeah, but you can always switch them. So you can always switch 1 from your hand with 1 from the table. Okay. Dann gibt es noch die Regel, dass ich nur 2 Karten von mir liegen haben darf, aber ich kann die natürlich austauschen. Das heißt, ich kann eine Karte ausspielen, dann nehme ich die andere Karte wieder auf die Hand. Also das hier wäre sozusagen falsch. Es wird nichts überdeckt. Die Karten werden nur ausgetauscht und maximal 2. Okay. Then the third and last thing that you do is to bid on buildings. 3 building cards are revealed each turn, all at once. Players in turn place an amount of gold or dollars on the building that they want. This goes on until all players pass in sequence. At that point, if a building has a larger amount than the others, it gets built. Dann kommt es noch zur Gebäudephase. Es werden 3 Gebäude aufgedeckt. Die Spieler legen einzeln Münzen darauf. Und das macht man Reihe um. Und das Gebäude, wo am meisten Münzen drauf liegt, nach dieser ganzen Phase, wenn die Leute alle gepasst haben, das wird gebaut. Okay.
If there is no building that has the largest amount, so they are equal, then nothing gets built. Wenn es einen Gleichstand gibt, dann wird nichts gebaut. This allows some players who are not directly interested in the bid to still influence it by playing a low amount of dollars at the right time. Das führt dazu, dass manche Spieler everybody only put once their money on it or until everybody passes in okay. sequence. Das erlaubt es natürlich darum, dass ich, auch wenn ich mich nicht interessiere für die 3 Gebäude, gibt es eine Gleichstandsregel und das erlaubt es mir, dass ich einen Gleichstand eventuell verursache, weil mich keins davon interessiert, dann möchte ich auch nicht, dass eins gebaut wird. And that's all. Turn by turn, buildings get added to the city, and when a player matches 4 of the 6 buildings on their objective card, they win immediately. Das waren die Regeln des Spiels. Sobald man sein Ziel erreicht hat, deckt man seine Zielkarte auf und hat das Spiel sofort gewonnen. There are a lot of objective sets though for different numbers of players. Es gibt sehr, sehr viele Auftragskarten für die verschiedene Anzahl von Spielern. The difference between the objective sets is how much of the buildings overlap. Yeah, alright. Und der Unterschied zwischen den einzelnen, das ist je nach Spieleranzahl, ist, wie viel von diesen Gebäuden übereinstimmen mit den anderen. Okay, so that's providing some variety in the game. Das sorgt natürlich für Varianz, auch wenn wir mit verschiedenen Spielern spielen und jede Partie ist dann auch anders. So, how much does the game cost? 25 euros. Das Spiel kostet 25 Euro. And it takes around 1 hour, 40 minutes, something like that. Yeah, half an hour to 1 hour. Okay. Das Spiel dauert 30 Minuten bis zu 1 Stunde. Alright, thanks for the explanation of the game. Thank you.